Bruce hier, BB2K Airsoft Channel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute schauen wir uns hier diese kleine Innovation an. Und zwar eine Gas Blowback Shotgun aus dem Hause Tokyo Marui. Gasbetrieben, 3-Schuss-Modus, macht eine ganze Menge Spaß. Und ich würde sagen, ich rede nicht mehr zu viel. Einmal durchgeladen und dann geht's los. Intro ist durch, da bin ich wieder. Ja, was ich hier in meinen Händen halte, ist nicht die Tokyo Marui Saiga 12K, sondern die SPAS 12 aus dem Hause Tokyo Marui. Das gute Stück hier ist schon 24 Jahre alt, kam Ende 1999 auf den Markt und war eine absolute Innovation aus dem Hause Tokyo Marui. Das war die erste federdruckbetriebene Shotgun mit intern verbauten 3 Läufen und dem innovativen Magazinsystem in Form einer Shotgun Shell. Hier kommen 30 BBs rein, dann wird das hier unten eingeladen und dann mit einem Repetiervorgang wurden 3 BBs abgefeuert. Absolut sensationell. Da gab es dann auch noch die Benelli M90 Super 3 Shotgun. Die beiden waren ja die absoluten Highlights damals und auch noch bis heute kopiert dieses System. Mittlerweile auch schon gasbetrieben und mit der Umschaltmöglichkeit auf 6 Schuss, aber immer noch die 3 verbauten Läufe. Also wie gesagt, Tokyo Marui wusste schon immer, wie man Airsoft weiterentwickelt und das feiere ich ab. Sie sind immer noch voll am Start und bringen immer wieder was Neues raus, wie zum Beispiel jetzt die Saiga 12K. Damit fangen wir jetzt an. Genug Nostalgie. Wer sich noch über die SPAS 12 ein bisschen informieren will, klickt mal da oben drauf. Ist schon ziemlich alt das Video, beziehungsweise sind 2 Videos. Also wenn ihr den Bruce mal in jungen Jahren sehen wollt, dann klickt da mal drauf. So, die gute SPAS 12 geht weg. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Stück Airsoft-Innovation, um das es heute geht. Die Saiga 12K von Tokyo Marui, die Gas Blowback Shotgun. Die allererste Shotgun Gas Blowback betrieben mit den 3 Läufen. Eine absolute Innovation. Und ich hoffe, dass das sich durchsetzen wird und dass wir noch mehr aus dem Hause Tokyo Marui davon bekommen, wie zum Beispiel, warum auch nicht nochmal eine Neuauflage von der SPAS 12 mit dieser Technik. Ich würde es mächtig abfeiern, aber ich rede schon wieder zu viel. Wir sind ganz am Anfang. Heute geht es um die Saiga 12K und da bleibe ich jetzt auch dabei. Fangen wir an. Das gute Stück habe ich hier von der Firma Airsoft To Go bekommen für dieses Review. Vielen, vielen lieben Dank. Es kostet ca. 600 Euro. Ein Ersatzmagazin kostet 65 Euro. Wenn ihr nachher Interesse habt, schaut mal unten in die Videobeschreibung, da gibt es dann den Link zum Produkt. So, fangen wir jetzt an. Fangen wir zunächst mit dem Lieferumfang an. Wenn ihr die Saiga 12K kauft, dann kommt die hier in diesen wunderschönen schwarzen Karton. Ja, so ein bisschen gehalten an den Corporate Design von Kalaschnikow mit dem schwarzen, grauen und dem roten. In der Mitte steht Saiga 12K Gas Blowback Shotgun drauf. Dann haben wir hier noch so ein schönes Bändchen, das typische Tokyo Marui Bändchen, das ist auch immer mit dabei. Das mache ich mal ab. Und das hebe ich auch immer auf, ja. Ich weiß auch nicht warum, aber ich stehe da drauf. So, und dann machen wir den Karton mal auf und dann werdet ihr sehen, Tokyo Marui typisch wieder perfekt aufgeräumt, präsentiert im Karton. Im schwarzen Tuch gebettet. Hier die Airsoft, das Magazin. Dann haben wir hier noch eine Accessoire-Box. Des Weiteren ist hier unten noch versteckt ein Reinigungsstab, dann ein Röhrenloader. Dann haben wir das Magazin selber. Auch eine Innovation, nicht nur ein stinknormales Gasmagazin, da haben wir was Spezielles, kommen wir aber später im Review drauf zu. Dann haben wir hier die Accessoire-Box, die mache ich mal auf. Da haben wir hier einmal die Laufabdeckung, eine Tüte BBs und auch nochmal den Aufsatz für den Speedloader, damit ihr das Magazin laden könnt. Und dann das Highlight selber,
die Saiga 12K Gas Blowback von Tokyo Marui. Die lege ich mal zur Seite, denn das ist noch nicht alles. Wir haben hier im Deckel dann noch die Anleitung versteckt. Und die ist nicht nur einfach in so einer Folie, die man aufreißt. Hier sieht, guckt euch das mal an. Das ist hier richtig in so einer wasserdichten Folie. Kann man hier aufmachen. Und da sieht man auch schon, dass es hier wirklich Qualität ist, die hier angeboten wird. Das ist nicht einfach nur plumpen Karton und ein bisschen Folie, ein bisschen Papier. Tokyo Marui lässt sich da immer was einfallen, damit man irgendwie auch ein gutes Gefühl hat, Geld auszugeben. Tokyo Marui schafft das. So, dann haben wir jetzt zum einen erstmal die Bedienungsanleitung. Da steht alles drin, wie ihr mit der Airsoft umzugehen habt. Alles auf Japanisch gehalten. Dann haben wir hier nochmal eine Explosionszeichnung und Teileliste. Allerhand japanischer Papierkram. Und dann nochmal 4 Zielscheiben, damit ihr auch gleich was habt, worauf ihr schießen könnt. Bevor wir hier mit der Airsoft-Variante weitermachen, würde ich sagen, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt gekommen, dass ich euch ein paar Real Steel Facts mit auf den Weg gebe. Die Saiga 12 ist entwickelt worden in den 1990ern von der Firma Ishmas. Ishmas ist Teil des Kalaschnikow-Konzerns. Ja, und wenn man an das Wort Kalaschnikow denkt, denkt man sofort an die AK. Und wenn ihr euch mal die Saiga 12 hier anschaut, hat sie doch verdammte Ähnlichkeit mit einer AK. Das liegt daran, dass sie technisch auch genauso aufgebaut ist, intern aber so ummodifiziert wurde, dass sie mit den Kaliber 12 Schrotflinten klarkommt. Gebaut als reiner Halbautomat, für den Zivilmarkt als Sportflinte und Jagdflinte, nicht nur in Russland, sondern auch für den Export gedacht. Es ist eine sehr, sehr beliebte halbautomatische Flinte, die sehr zuverlässig läuft und aus diesem Grund ja nicht nur bei Jägern und Sportschützen im Einsatz, sondern es gibt auch einige Militärs und Spezialeinheiten und Behörden, die auch die Saiga 12 im Einsatz haben. Sogar in Amerika, die US Coast Guard nutzt die Saiga 12, ja. Und das Schöne an der Saiga 12 ist, sie lässt sich halt ja für jede Gegebenheit so umbauen, dass es einfach perfekt passt. Und so ja, wundert es nicht, dass es neben diesen normalen Modellen auch, dass man da Saiga 12 Varianten findet, die so ein bisschen anders aussehen. Ja, es gibt auch für die Tokyo Marui einen Umbausatz und wie gesagt, der wird kommen, habe ich jetzt gesehen, den feiere ich total ab. Aber das teaser ich noch, das kommt erst später im Review. Also ein bisschen Geduld. Ja, also zum Schluss noch, ja, würde ich sagen, auch noch ganz spannend, der Begriff Saiga. Woher kommt der? Ich habe da mal nachgeguckt. Saiga ist eine russische Antilopenart, die in Russland in der Steppe unterwegs ist und vom Aussterben bedroht ist. Ja, nun weiß ich nicht, ob der Begriff Saiga so perfekt ist für eine, ja, auch jagdlich konzipierte Flinte. Zumal von Aussterben bedrohten finde ich die Wortwahl nicht gerade sehr, sehr passend. Weiß ich nicht, ob es daran liegt, dass sie erst vom Aussterben bedroht ist, seit es diese Flinte gibt, oder ob es dieses Problem schon generell gab. Aber ich finde halt, ja, es ist eine komische Wortwahl, oder? Was meint ihr dazu? Schreibt mal in die Kommentare. Ich gehe mal ein bisschen näher rein und dann schauen wir uns mal die Verarbeitungsqualität, die Passgenauigkeit und die verwendeten Materialien an. Erstmal ganz grob besteht die Airsoft hier zu 90% aus einer Zink-Aluminium-Legierung und ja, ABS-Kunststoff. Zum einen einmal der Schaft, der Griff, die Hülle hier von dem Magazin und der Handschutz. Wir haben auch ein paar reine Aluminium- und Stahlelemente, sogar ein bisschen Messing. Da gehen wir dann drauf ein, wenn ich euch die Teile einzeln zeige. So von der Passgenauigkeit wieder Tokyo Marui typisch perfekt gemacht. Hier wackelt und knarzt nichts. Das Einzige, was hier so ein bisschen klappert, wenn ich schüttel, ja, das sind hier die Slings, die hier hin und her klappern. Das lässt sich nicht anders ändern. Der Stock sitzt auch richtig schön fest drin. Das Magazin sitzt fest. Handschutz sitzt perfekt. Und wenn wir mal näher rangehen, die Beschichtung, ein schönes mattschwarz, halt schön typisch Kalaschnikow gehalten, hat Tokyo Marui das richtig gut hinbekommen. Der einzige Kritikpunkt halt, den ich immer habe bei Tokyo Marui, das ist das ABS Kunststoff, aber da gehen die einfach nicht von weg. Von daher Verarbeitung, Passgenauigkeit, Daumen hoch, ABS Kunststoff.
Weiter geht's mit den Markings. Hier hat sich Tokyo Marui nicht lumpen lassen. Wir gehen mal ein bisschen näher ran und dann zeige ich euch mal, was man hier auf der Saiga 12 so alles findet. Fangen wir auf der rechten Seite an. Unterhalb des Ladehebels haben wir hier die Kennzeichnung 12x76. Das ist das Kaliber. 18,3 bezieht sich auf den Innenlaufdurchmesser, 18,3 mm. Die 183 finden wir hier auch nochmal am Verschluss. Am Feuerwehrhebel haben wir die Kennzeichnung S und F für Safe und Fire. Dann unterhalb des Hebels hier von Tokyo Marui die Kennzeichnung Made in Japan. Dann am Magazin auf der linken Seite sehen wir das Ishmash-Logo, jedenfalls auf den ersten Blick mit dem Pfeil und dem Dreieck. Aber wenn man mal genauer hinschaut, steht da nicht Ishmash, sondern Marui, also sehr, sehr cool gemacht. Dann am Magazinboden haben wir auch nochmal die Kennzeichnung Tokyo Marui Made in Japan. Weil wir hier gerade sind mit der Ansicht, schauen wir uns auch nochmal die für Deutschland wichtigen Markierungen an. Da haben wir einmal das GRZN für Airsoft to Go, Kaliber 6 mm, F im Fünfeck und die coole Kennzeichnung BB12K, ja, und die PTW-Zulassungsnummer. Weiter geht's auf der linken Seite, da haben wir hier einmal eine Seriennummer eingestanzt, das ist immer die gleiche, H03, 03 bezieht sich auf das Herstellerjahr 2003. Unten die russische Kennzeichnung Saiga 12K. Dann haben wir hier nochmal das Ishmash-Logo, aber hier mit der Kennzeichnung Marui. Dann die PCT-Nummer, das ist so eine Zertifizierungsnummer, unten in Kyrillisch M, weiß ich nicht, X03. Und dann haben wir hier das Prüfsiegel von Ishmash mit der Kennzeichnung 04, also wurde geprüft im Jahr 2004. Kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsthema. Kick and Feel ist jetzt angesagt und die Saiga 12 enttäuscht mich hier überhaupt nicht. Ihr seht ja schon, wie ich grinse. Ich habe in den letzten Tagen so viel Spaß mit der Saiga 12 gehabt. Die hat einen Recoil und sie ist verdammt laut. Es macht so viel Spaß. Ja, ich zeige euch das mal. Wir laden mal ein paar Bibis rein. Gas habe ich schon gefüllt. Achso, apropos Gas, auch wichtiges Thema. Wir haben hier eine japanische Airsoft. Also ladet die Saiga 12K immer mit 144A oder 145er Gas, beziehungsweise mit diesen Leitgasen, die es ja zurzeit gibt. Ich habe jetzt zum Beispiel das Nimrod Blue, das könnt ihr definitiv nehmen, ohne dass ihr euch hier Sorgen machen müsst. Ja, ich lade jetzt mal ein bisschen was rein. Machen wir jetzt hier ein paar Bibis rein. So. Schutzbrille auf. Und dann geht's los. Sicherung raus, einmal durchgeladen. Allein dieser Sound beim Durchladen und jetzt zieht es zu euch rein. Bam! Klick. Und nach dem letzten Schuss hört die Airsoft automatisch auf zu schießen, genauso wie beim Original. Ihr habt die Kugeln klackern gehört, das heißt, ich muss wieder ordentlich aufräumen, ja. Ja, also man kann sagen, Kick and Feel, zweimal den Daumen hoch, die Saiga 12 macht ordentlich Spaß. Weiter geht's mit den technischen Daten. Heute Tokyo Marui Saiga 12K mit einem Gewicht von 3140 Gramm, Länge im ausgeklappten Zustand 908 mm, im eingeklappten Zustand 666 mm, verbaut sind 3 Innenläufe mit einer Länge von 100 mm, Kaliber 6 mm, Magazinkapazität 45 Bibis, das entspricht 15 Schuss, System Gas Blowback haben wir eine angegebene Energie von 280 FPS bzw. 0,72 Joule. Das Ganze werde ich jetzt für euch im Chrono nachmessen und mache gleichzeitig auch den Gaseffizienztest. Das heißt, ich schaue mal, wie viel Schuss ich mit einer Gasfüllung rausschießen kann, bis wirklich nichts mehr geht. Ja, die Chronowerte laufen da schon auf der Seite und ihr seht beim
Erstes Magazin hatte ich 12 Schuss rausgehauen und hatte einen Maximalwert gehabt von 0,93 Joule. Durchschnittswert waren 0,79 Joule, Minimalwert 0,64 Joule. Zweite Magazin dann gestoppt bei 25 Schuss. Hatte ich den Maximalwert gehalten. Durchschnittswert 0,67 Joule, minimal dann 0,60 Joule. Dritte Magazin dann Durchschnittswert 0,57 Joule, Minimalwert lag bei 0, muss ich nochmal gucken, war bei 0, ja, da hatte ich einen Ausreißer gehabt mit 0,08 Joule, von daher, ja, lassen wir das mal weg. Und das vierte Magazin, da ging dann das Gas zu Ende nach dem 47. Schuss. Und da hatte ich dann einen Durchschnittswert gehabt von 0,59 Joule und Minimalwert, ja, lässt sich ja kaum noch messen. Ich glaube, der letzte Schuss, wenn wir uns den mal angucken, waren 0,3 Joule. Ich habe also 47 Schuss gemacht mit einer Gasfüllung. Das entspricht ungefähr 3 Magazinen. Ihr könnt also davon ausgehen, mit 2 Magazinen seid ihr auf jeden Fall safe mit einer Gasfüllung. Ein drittes ist auch schon möglich, aber ihr seht, die Leistung baut dann ab. Das war der Schusstest gewesen. Lasst uns das noch mal ein bisschen zusammenfassen. Ich habe einmal auf 20 Meter geschossen und einmal auf 10 Meter. Und wenn ich ehrlich war, habe ich auch mal auf 30 Meter geschossen. Ich blende euch die Zielscheibe hier mal ein. Aber ich konnte wirklich kaum was treffen. Das, was ihr hier seht, ist wirklich das Beste, was ich geschafft habe. Ich habe gerade mal 2 Schuss auf die 50 x 50 cm große Scheibe getroffen. Der Rest ist einfach so vorbeigeflogen. Wir haben hier ein fest verbautes Hop-Up, was wir nicht justieren können. Mit 0,25 Gramm habe ich die besten Ergebnisse gehabt, was die Flugbahn angeht. Ja, und dann habe ich auf 20 Meter verkürzt und da konnte ich wirklich von 12 Schuss 12 Treffer rauf machen. Aber, und jetzt kommt das Aber, es kommen ja immer 3 Bibis raus, aber die spreizen auseinander und ich habe immer von den 3 Bibis jeweils immer nur eine Bibi auf der Scheibe gehabt. Ja, und dann bin ich nochmal auf 10 Meter gegangen und da fährt die Saiga 12 wirklich ihre wahren Stärken aus. Ihr habt gesehen, wie ich da die Zielscheibe zermöllert hat. Also man kann sagen, von 10 bis 15 Meter ist die Saiga 12 einfach optimal. Das ist ein richtig schönes CQB-Gewehr und je weiter ihr geht, ja, desto schwieriger wird es damit zu treffen. Aber ich denke mal, so eine Saiga 12 ist auch wirklich nur für den Nahbereich gedacht. So, das war es soweit zum Schießen. Machen wir weiter mit den Details und Funktionen. Ich arbeite mich für euch von vorne bis nach hinten durch. Bevor wir uns den Außenlauf genauer anschauen, werfen wir erstmal einen Blick hinein. Da können wir hier schön die 3 Innenläufe sehen mit einer Länge von 100 mm. Endet ungefähr hier an dieser Stelle. Ich bin gespannt, ob es hier für die Tokyo Marui Saiga 12 auch kürzere Läufe gibt, sodass man sich das noch ein bisschen kompakter machen kann. Ich denke mal, da wird definitiv was kommen, denn ich habe auf der MOA 2023 Umbaukits für die Saiga 12 gesehen. Ich blende euch da mal eine ein. Nicht wieder zu erkennen. Richtig, richtig genial. Von daher denke ich mal, kurze Läufe werden auf jeden Fall auch kommen. So, wir sind beim Außenlauf. Wir haben hier eine abschraubbare Endkappe. Bei der Original Saiga 12 kann man sich dann da Schoksysteme montieren. Bei der Tokyo Marui Variante schreit das natürlich nach einem Tracer. Ace Tech hat ja
den Quark R hier rausgebracht. Der ist für die Tokyo Marui M870 Systeme, passt aber auch hier auf die Saiga 12 drauf. Ihr müsst hier nur diesen Gummiring vom Gewinde runterziehen und dann könnt ihr den Quark R hier montieren. Dann sieht das so aus. Rein optisch gefällt mir das hier in der Kombination mit der Saiga 12 nicht so. Das ist einfach zu much, was hier vorne drauf ist. Ace-Tech bietet jetzt seit kurzem auch den Quark C an. Ich blende den mal ein. Der ist ein bisschen dezenter, ein bisschen kleiner. Ich denke mal, hierfür wäre die Saiga 12 optimal. Der Handschutz ist, wie bereits erwähnt, aus ABS Kunststoff gefertigt, sitzt aber sehr passgenau an der Saiga 12 dran. Knarzt nicht, wackelt nicht, aber fühlt sich halt sehr, sehr billig an. Wie beim Original ist der Handschutz hier nach oben hin verjüngt, sodass hier die Finger schön aufliegen, beziehungsweise auf der Seite der Daumen perfekt am Handschutz geparkt werden kann. In der Mitte ist es texturiert, sodass die Hand rutschfest am Handschutz sitzt. Unterhalb haben wir hier die Möglichkeit noch einer Sling-Montage. Oberhalb des Laufes befindet sich die Gasdruckeinstellung. Die hat Tokyo Marui richtig gut nachempfunden. Ihr könnt auch wie beim Original hier den Gasdruck einstellen, indem wir hier den kleinen Knopf reindrücken. Und dann können wir das einmal drehen und hier wieder an der Stelle einrasten lassen. Macht natürlich bei der Airsoft keinen Sinn. Ich finde es aber schön, dass Tokyo Marui daran gedacht hat. Machen wir weiter mit der Visierung. Da haben wir hier vorne das Korn aus Messing. Das liegt hier auf so einem Flimmerband auf und endet hier an der Kimme. Wir können hier mal durchschauen. Also alles ziemlich simpel gehalten. Das Korn lässt sich auch noch in der Höhe verstellen. Das ist wie so eine Art Wippe. Hier hinten ist die Achse und hier vorne haben wir ein Drehrädchen und da können wir jetzt die Höhe justieren. An der Seite hier seht ihr hier dieses kleine Loch. Wenn man jetzt hier mit einem kleinen Stift reingeht, so, und das Ganze jetzt hochdrückt, kann man jetzt das Drehrad verwenden und die Justierung vornehmen. Entweder senken oder erhöhen. Dann zieht ihr den Stift wieder raus, dreht noch ein Stück, bis es arretiert und dann habt ihr das Korn eingestellt. Und da sind wir auch schon in der Mitte angekommen. Schauen wir uns die Saiga 12 mal auf der linken Seite an. Da haben wir genau wie bei der AK hier auch eine Montageplatte, sodass ihr euch hier Optiken anbringen könnt. Für die Saiga 12, ja, Schrotflinte passt natürlich ein Rotpunkt optimal, damit ihr euer Ziel schnell erfassen könnt. Jetzt drehe ich mal auf die andere Seite, wo die Bedienelemente sind. Und jetzt sind wir an der Stelle gekommen, wo ich euch mal auch ein paar Stahlteile zeigen kann. Ich habe hier mal ein Magnet. Und zwar haben wir hier als Stahlelement einmal den Gehäusedeckel, einmal die zusätzliche Staubklappe, den Feuerwahlhebel und zum Schluss hier auch noch den Abzugsbügel. Der Rest ist hier alles aus Aluminium gefertigt. Ja, gucken wir uns die Bedienelemente mal an. Feuerwahlhebel in der obersten Position ist die Waffe gesichert. In der unteren Position können wir die Waffe abfeuern. Wir haben einen voll funktionsfähigen Ladehebel, müssen wir auch haben bei Gas Blowback. Den können wir natürlich auch nach hinten betätigen, aber nur bis zu dieser Stelle. Wir haben hier kein Full Travel Bolt, vielleicht kommt da in Zukunft mal was, aber der Sound allein, ja, wunderbar. Okay. Gucken wir uns den Abzug an. Der besteht aus Aluminium und hat auch einen schwammigen Druckpunkt, so wie wir das von AK-Modellen kennen. Und auch einen weiten Weg. Ich denke mal so bis hier haben wir es. Und noch ein Stückchen. Jetzt haben wir den Schuss gelöst. Resetpunkt auch ziemlich weit. Ja, aber wie gesagt, wir haben hier eine Schrotflinte und kein Präzisionsgewehr. Von daher alles nicht so dramatisch. Und dann sind wir auch schon hinten angekommen am Schaft selber. Der besteht aus ABS Kunststoff, hatte ich euch ja schon gesagt. Hat hier auf der rechten Seite die Möglichkeit der Gewehrriemenaufnahme. Sitzt schön fest am System dran, hat minimal Spiel, obwohl er wie beim Original klappbar ist. Ich zeige euch mal, wie das geht. Da habt ihr hier an der linken Seite den Knopf. Wenn ihr den drückt, könnt ihr den Schaft auf der linken Seite einklappen und auch einrasten lassen. Und im eingerasteten Zustand hat er auch minimal Spiel. Also hier hat Tokyo Marui richtig präzise gearbeitet. Ja, und wenn ihr den Schaft wieder ausklappen wollt, habt ihr hier eine Schaftkappe, die aus Metall besteht. Einen Knopf reindrücken, dann könnt ihr
den Schaft wieder in die hintere Position bringen. Schauen wir uns als nächstes mal das Magazin an. Das ist ja wirklich das imposanteste hier bei der Saiga 12, denn im Original ja schlummern hier die 1276er Patronen. Im Original gibt es ein 12er, 20er, 30er Schussmagazin und einen Drum Mag. Und ja, Tokyo Marui bringt demnächst auch die Saiga 12 SPS raus. Das ist eine kurze, kompakte Schrotflinte, auch mit einem längeren Magazin. Es wird also Ersatz geben, auch aus dem Hause Tokyo Marui, was die Kapazität angeht. Und aus dem Zubehörmarkt wird es auch einen Drum Mag geben, hatte ich euch ja eingeblendet. Mega genial. Ja, holen wir mal das Magazin raus. Genauso wie bei der AK haben wir hier den Magazinlösehebel. Den drückt ihr Richtung Magazin und dann wird das Magazin einfach nach vorne rausgekippt. Das Magazin hat ein Gewicht von 418 Gramm, hat eine Kapazität von 45 BBs. Das heißt, da wir ja 3 Läufe haben, die wir pro Schuss bedienen, könnt ihr hier mit dem Magazin 15 Schuss raushauen. Marui hat ja schon die Saiga 12 SPS vorgestellt. Die kommt mit einem 30 Schuss Magazin. Wir haben also mehr Kapazität zur Verfügung. Freue mich schon drauf, hier mit meiner Saiga 12 zu erweitern. Kommen wir zu den Special Features, die hier dieses Magazin hat. Das ist nicht nur so ein plumpes Gasmagazin, sondern Tokyo Marui hat sich auch beim Magazin was einfallen lassen. Außenkleidchen besteht hier aus ABS Kunststoff und das können wir ganz leicht entfernen und das machen wir auch mal, damit wir uns mal das Innenleben angucken können. Wir haben hier so einen kleinen Knopf, einmal draufdrücken, bisschen schütteln, dann können wir das abziehen. Wir haben hier eine Temperaturanzeige intern verbaut. Die geht von 15, 20, 25 bis 30 Grad. Ihr könnt sehen, ich liege hier so bei 20 Grad Raumtemperatur. 20 Grad ist optimal für die Saiga 12, 25 auch. Bei 30 habt ihr schon wieder ein bisschen zu viel Druck und bei 15 wieder zu wenig Druck. Und so könnt ihr halt schauen, bevor ihr spielt, kann ich spielen, kann ich nicht spielen, muss ich das vielleicht nochmal in die Heizung legen oder nochmal mit den Händen ein bisschen aufwärmen. Finde ich eine richtig schöne Sache. Ja, und wenn ihr geguckt habt, könnt ihr das Ganze hier wieder reinstecken und dann seid ihr wieder ready to go. Ein Ersatzmagazin kostet übrigens 65 Euro. Schauen wir uns mal die Feeding-Lip an. Die ist trichterförmig aufgebaut und sorgt dafür, dass pro Ladevorgang 3 Bibis in das System gehen, jeweils eine Bibi in einen Lauf. Zusätzlich haben wir hier noch einen Follower, der dafür sorgt, ich hole die mal raus, dann müsst ihr hier auf den Knopf drücken, so, da springt er raus. Der sorgt dafür, dass wirklich jede Bibi benutzt wird und das Magazin wirklich leer ist. Auch hier ein Unterschied zu den normalen Followern, der ist sehr wackelig und flexibel und sorgt halt dafür auch, dass die Bibis ordentlich transportiert werden. Schauen wir uns mal an, wie das Ganze mit der Bibi-Zuführung funktioniert. Wir haben ja hier am Magazin den Follower, der hier die Bibis genau hier reindrückt. Wenn der Verschluss in der vorderen Position ist, ist hier der Port geschlossen. Wenn der Verschluss in die hinteren Position geht, passt mal auf, was passiert. Öffnet sich jetzt der Port und gibt den Weg frei. Ich lege jetzt mal manuell 3 Bibis rein. Wenn ich hier reinfalle, ja, fallen die automatisch schon in die richtige Position rein. Wenn der Verschluss jetzt wieder nach vorne geht, werden die Bibis eingeführt. Dann werfen wir zum Schluss noch mal einen kleinen Blick in das Innenleben. Zunächst entfernt ihr das Magazin, legt es zur Seite. Dann dreht ihr die Airsoft auf die Seite um und jetzt geht es darum, den Gehäusedeckel zu entfernen. Bei der normalen AK braucht ihr jetzt einfach nur hier den Knopf reindrücken. Dieser wird aber hier bei der Saiga 12 durch den Zusatzknopf blockiert. Den müsst ihr erst reindrücken und dann könnt ihr den Knopf wirklich reindrücken und den Gehäusedeckel nach oben abziehen. So sieht er aus. Ich lege ihn mal zur Seite. Dann nimmt ihr den Feuerwehrhebel in die unterste Position. Nimmt die Federführungsstange raus, lege ich mal hier so zur Seite. Und jetzt könnt ihr den Verschluss rausnehmen, indem ihr den einfach nach hinten macht. Und dann könnt ihr ihn so entfernen. Und so habt ihr jetzt die Airsoft teilzerlegt. Schauen wir uns den Verschluss an, beziehungsweise mal das Nozzle. Zieht euch das rein. Was das für eine Öffnung ist. Riesengroß, ja. Muss auch so sein, denn diese Öffnung muss genug Gas rauspusten, um 3 Läufe zu bedienen. Das Nozzle läuft hier richtig schön smooth im System.
Ja, schön weich und arbeitet absolut zuverlässig. Schauen wir uns mal die Federführungsstange an. Die ist mehrteilig aufgebaut. Da haben wir im vorderen Bereich einmal die Feder, die dafür sorgt, dass wenn der Verschluss wieder nach vorne geht, dass es ein bisschen abgebremst wird. Dann haben wir hier die zusätzliche Staubklappe aus Stahl, die kann man entfernen. Und hier haben wir jetzt die eigentliche Federführungsstange. Ja. Der Verschluss geht nach hinten, drückt es nach hinten und nachher durch die Federkraft geht der Verschluss wieder nach vorne. Damit der Verschluss nicht allzu sehr belastet wird, haben wir hier unten auch noch mal eine Feder. Ich stecke mal hier den Verschluss rein. Ja. Wenn der nach hinten fährt, wird er hier auch noch mal durch die Feder hier unten gebremst. Schauen wir uns die Internals hier von der Trigger Group an. Sämtliche Teile bestehen hier aus Aluminium. Ist das bekannte Tokyo Marui MWS-System, was wir auch aus der AKM kennen. Läuft absolut smooth und zuverlässig. Und da sind wir auch schon bei den Pro und Kontras angekommen. Heute die Tokyo Marui Saiga 12K Gas Blowback. Pros kommen an erster Stelle und an erster Stelle kommt immer das, was ich absolut abfeiere. Und das ist ja, ich habe es ja schon gesagt, es ist eine Saiga 12, die allererste Saiga 12 Airsoft als Gas Blowback. Und das verdient definitiv den ersten Platz. Und an zweiten Platz würde ich gleich noch dazu schießen, ein innovatives neues System. Tokyo Marui, vielen Dank für dieses tolle Gas Blowback Gewehr. Ihr habt hier wirklich innovativ was Neues entwickelt. Richtig, richtig klasse und es funktioniert. Out of the box, es flutscht und ich würde sagen, das können wir gleich als nächstes reinmachen. Es funktioniert bis zum letzten Schuss. Ganz toll gemacht. Nächster Punkt, Verarbeitungsqualität. Alles sitzt und passt richtig schön aneinander. Hier gibt es nichts, was man bemeckern kann. Auch das Finish richtig toll. Nächster Pro-Punkt, wir haben hier alle Original-Markings an Bord. Des Weiteren Gaseffizienz auch richtig gut. Wenn ihr seht, was das für ein großes Nozzle ist, was da an Gas rausgepustet wird, ist hier das Gasmagazin so ausgelegt, es ist alles so abgedichtet, dass man 3 Magazine mit einer Gasfüllung rausschießen kann und das finde ich richtig, richtig guten Wert. Apropos Schießen, haue ich als nächstes raus, auch für eine Shotgun sehr präzise. Also auf bis zu 15 Meter könnt ihr ordentlich was reißen, ab 20 Meter, ja, kränkelt das Ganze. Auch durch das feste Hop-Up könnt ihr nichts nachjustieren. Aber wie gesagt, ein Shotgun ist ja hier nicht für weite Entfernung gebaut, sondern eher mehr für den Nahbereich als CQB. Von daher würde ich das nochmal als Pluspunkt ansehen. Dann, ich weiß gar nicht, hatte ich das schon gesagt, ich hau es einfach noch rein. Kick und Feel und der Sound, das Ding ist Hölle laut, rappert und zappert, das macht so einen Spaß und das gehört definitiv auch als Pluspunkt noch mit dazu. So, dann haben wir die Pluspunkte alle durch, würde ich sagen. Fangen wir mit den Neutralpunkten an. Und da würde ich mal sagen, das ist das verwendete Material. Ich nehme es aber als Neutralpunkt rein, weil Tokyo Marui kann dafür nichts, weil das japanische Waffengesetz es vorsieht, dass Airsoft-Waffen nicht aus Stahl bestehen. Ansonsten hätte ich es mir wirklich gewünscht, wenn es hier was von VFC wäre oder GHK oder wie die anderen auch alle heißen, hätte ich mir eine komplette Stahlwaffe mit Stahl-Internals gewünscht. Aber hier mache ich es nur als Neutralpunkt, weil Tokyo Marui kann in der Hinsicht nichts. Denn der nächste Neutralpunkt ist das Preis-Leistungs-Verhältnis, auch wieder geschuldet, dass es kein B2B-Handel ist, sondern dass es erst über Zwischenhändler zu uns nach Deutschland kommt. Muss ich dennoch sagen, sind die 600 € noch gerechtfertigt für diese Airsoft-Waffe. So, kommen wir zu den Negativpunkten und da sind wir wieder beim Material und da muss ich sagen, da kann das Waffengesetz nichts für, sondern da kann Tokyo Marui was dafür. Immer noch ABS Kunststoff, wohin man sieht. Tokyo Marui hat mit ABS Kunststoff gestartet vor vielen, vielen, vielen Jahren und sie machen heute immer noch damit weiter. Warum? Es gibt so schöne, zum Beispiel Glasfaser verstärkte Kunststoffmaterialien. Es gibt richtig tolle Sachen. Also hier könnte Tokyo Marui auch noch eins drauflegen, so damit dieses Gesamtkonzept wirklich richtig passt. Ja,
Und ich denke mal, das waren die einzigen Negativpunkte, die ich habe. Was noch bleibt, ist mein persönliches Fazit und die Kaufempfehlung. Ja, kann ich eine Kaufempfehlung hier rausgeben? Mein persönliches Fazit. Also, wer schon immer eine Saiga 12 als Airsoft haben wollte, ja, der kommt ja an der Tokyo Marui nicht vorbei, denn das ist die einzige Saiga 12, die es zurzeit als Airsoft gibt. 600 € kostet das gute Stück, aber für 600 € bekommt ihr auch eine Menge Spaß in der Hand. Sie ist laut. Sie hat einen Recoil, ja. Das macht einfach Spaß und es gehen mit jedem Schuss 3 Bibis raus. Das geht richtig ab. Und Tokyo Marui typisch alles perfekt verarbeitet. Wer jedoch meint, die ist mir noch zu schlicht, die sieht mir nicht so taktisch aus, der sollte vielleicht warten, bis, ich denke mal, das wird dieses Jahr passieren, die Tokyo Marui SBS rauskommt. Das ist die kurze taktische, auch mit dem 30-Schuss Magazin. Der wird da wahrscheinlich genau das finden, was er sucht. Und ja, ansonsten, ihr habt es gesehen, es wird Zubehör für die Saiga 12 kommen, dieses taktische Kit. Ich zeige es nochmal rein, ja. Das wird mein Ding werden. Ich bin total zufrieden mit der Saiga 12 und ich bedanke mich nochmal an Airsoft to Go, dass die dieses Teil nach Deutschland importiert haben. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, von daher, ihr merkt schon mein Grinsen, Kaufempfehlung geht definitiv raus. Ihr macht hier nichts falsch. Out of the box funktioniert dieses neue System tadellos, Gaseffizienz perfekt. Und ich denke mal, ihr werdet es nicht bereuen. So, das war's von mir gewesen. Wer dazu noch was zu sagen hat oder Fragen hat, alles unten in die Kommentare schreiben. Wie sind denn eure Erfahrungen? Ich denke mal, einige haben ja schon die Saiga 12 und haben damit bestimmt auch schon gespielt. Schreibt das unten alles mal rein, was ihr an Erfahrungen so gesammelt habt. Das ist wahrscheinlich für diejenigen auch wichtig, die sich jetzt noch überlegen, soll ich das Geld ausgeben oder nicht? So, jetzt aber das letzte. So, das war es von mir gewesen. Bruce BB2K Airsoft Channel. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, klickt mal da oben drauf. Unten gibt es ein weiteres Video von mir. Bleibt mir alle gesund. Wir sehen uns beim nächsten Review wieder. Macht's gut. Euer Bruce.